Für Guild Wars-Fans kein Unbekannter neben mir, Community Manager für Guild Wars 2, Martin Kerstein bei ArenaNet. Wir freuen uns, dass wir dich heute mal wieder im Wartower Spotlight begrüßen dürfen. Ja, hallo, freue mich auch mal wieder bei euch zu sein. Gut, wir stellen heute Martin einfach mal ein paar Fragen zu Guild Wars 2, das ja lange angekündigt, heiß ersehnt ist bei der hiesigen Community, und wir gucken mal, was wir an Antworten bekommen können. Guild Wars 2 legt ja sehr viel Wert auf Sprachausgabe, und ihr bringt ja auch regelmäßig neue Blogposts, in denen dann tatsächlich die einzelnen Rassen vom Ambiente vorgestellt werden. Wie viel Aufwand betreibt ihr für die deutsche Synchronisation? Den gleichen Aufwand, den wir für die englische auch betreiben. Also da wird es keinen qualitativen Unterschied geben. Ich meine, klar, es wird wieder Leute geben, die sagen, ich hätte das jetzt aber anders ausgesprochen oder so. Aber also wir casten richtige Schauspieler, wir haben die gleichen Scripts, also die Sprachausgabe auf Deutsch wird den gleichen Umfang haben wie auf Englisch, da wird es keinen Unterschied geben. In Guild Wars 1 kann man sich aussuchen zwischen Sprachausgabe und Textausgabe. Man kann das zum Beispiel auch mischen. Man kann also englische Sprachausgabe zu deutschem Text haben. Wird das auch in Guild Wars 2 wieder möglich sein? Bei allem, was ich bisher gesehen habe, wird das auch in Guild Wars 2 wieder möglich sein, ja. Auch so eine Schnellumschalttaste wie STRG, dass dann kurzzeitig alle Texte auf Englisch sind? Kann ich jetzt nichts zu sagen, und nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil ich es einfach nicht weiß. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber also ich kann es nicht sagen. Wenn es nach mir geht, ja, weil ich das immer sehr praktisch fand, aber ich kann es halt einfach nicht sagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es sind mittlerweile viele Videos zu Guild Wars 2 in den Weiten des Netzes aufgetaucht, und eins ist immer mit omnipräsent: die Farbauren um ausgewählte Gegner, die quietschebunten Farbauren. ArenaNet hat in mehreren Interviews gesagt, sie wollen daran festhalten, aber bei der Community stößt das nicht unbedingt auf Gegenliebe. Gibt es eine Möglichkeit, die dezenter zu schalten oder durch zum Beispiel Auswahlpfeile oder Balken zu ersetzen? Ich meine, einer der Gründe, warum wir diese Auren haben, ist halt, dass unser Targeting in dem Spiel ja ein bisschen anders funktioniert als in Guild Wars 1 zum Beispiel. Es ist ja relativ fließend, das heißt, unser ganzes Spiel ist ja sehr dynamisch, das Kampfsystem halt, und eben auch das, also es ist nicht so einfach, dadurch, dass du dich halt viel bewegst auch. Es ist halt nicht so, wie in Guild Wars 1, du wählst deinen Gegner aus und dann rennst du automatisch hin und dann drückst du 1 irgendwie und dann trinkst du eine Tasse Kaffee gleichzeitig. Es ist halt eben wichtig, dass du visuell sofort sehen kannst, was dein Gegner ist. Ich habe auch gelesen eben, dass viele meinen, das ist ein bisschen zu farbenfroh, ein bisschen zu hell, zu grell. Wie bei allen Sachen, wir schauen schon halt, ich meine, in letzter Instanz muss den Spielern das Spiel ja auch gefallen. Und wir nehmen halt schon Feedback ernst. Inwieweit das halt geändert wird, dazu kann ich nichts sagen. Aber der Grund, warum es eben diese wirklich visuellen Auren ist halt dadurch, dass der ganze Kampf halt relativ schneller, dynamischer, flüssiger als in Guild Wars 1. Und dafür brauchst du eben schon dann eine visuelle Gegnerkennung. Auch ein kleiner Kritikpunkt ist der Charaktereditor. Wir kennen ihn noch nicht, er ist noch nie ins Spiel integriert. Wir wissen also nicht, welche Möglichkeiten es im Endeffekt geben wird. Was wir aber bisher immer gesehen haben, ist, die Charaktere entsprechen meisthin einem westlichen Schönheitsideal. Wird es eine Möglichkeit geben, dem auch ein bisschen mehr Varianz hinzuzufügen, also zum Beispiel einen kleinen kahlköpfigen, dickbauchigen Charakter zu machen oder eine etwas stämmigere Non-Kriegerin zum Beispiel. Wir reden jetzt nicht davon wie in Ion, dass man so einen ganz kleinen Gnom mit übergroßem Kopf und ganz dünnen, spindeldürren Armen machen kann, sondern einfach nur ein bisschen mehr Varianz, um sich mit dem Charakter entsprechend identifizieren zu können. Also sowas wie bei Ion wird es definitiv bei uns auch nicht geben. Es wird die Möglichkeit geben, halt in bestimmten Grenzen seinen Charakter eben auch, wie du sagst, etwas rundlicher, etwas stämmiger oder etwas schmaler. Oder wir haben zum Beispiel auch, mit Sicherheit wirst du in der Lage sein können, dir einen kahlköpfigen Charakter zu erstellen. Da werde ich schon für sorgen auch. Unser Charaktergenerator wird gut umfangreich sein. Einer der Gründe, es ist halt einfach von unserem Art-Team. Unser Art-Team hat halt gesagt, das ist der visuelle Stil, den wir haben wollen. Und der ist halt eben hat halt eben eine gewisse Ästhetik, und du wirst halt nicht komplett, also du wirst irgendwie keinen, weiß ich nicht, zahnlosen, einäugigen, total heruntergekommenen Krieger dir erschaffen können, weil es einfach dann der allgemeinen Ästhetik nicht
entsprechen würde, die unsere Künstler sich halt vorgenommen haben. Aber es wird definitiv so sein, dass du schon genug Anpassungsmöglichkeiten kriegen willst, dass du halt nicht irgendwie als das Supermodel durch die Gegend laufen musst. Dungeons soll ja auch ein großer Teil von Guild Wars werden. 7 Stück insgesamt sollen es geben. Ist das richtig? Wo hast du die Zahl her? Hat mir Flo aus Bellevue mitgebracht. Dann wird es wahrscheinlich Eric gesagt haben, dann wird es wohl auch stimmen. Also ich weiß es nicht genau. Also ich weiß halt, es könnten durchaus mehr sein, aber mindestens 7, ja. Okay, wie werden sich die spielen? Es gibt die offenen, man kann das Dungeon offen besuchen, man kann damit in der Personal Story rein. Wie unterscheiden die sich und wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, sich in dem Dungeon zurechtzufinden? Also jedes Dungeon ist erstmal zu. Das heißt, du wirst es das erste Mal quasi im Rahmen deiner persönlichen Geschichte besuchen. Und dann ist halt die Geschichte, die sich innerhalb des Dungeons abspielt, ist halt eng verbunden mit deiner Geschichte. Nachdem du dann das Dungeon quasi abgeschlossen hast im Rahmen deiner persönlichen Geschichte, ist es quasi offen. Das heißt, du kannst dann mit einer Gruppe von 4 anderen Spielern, also 5 insgesamt, dort reingehen und unser Ziel ist, dass diese Dungeons durchaus sehr anspruchsvoll sein werden. Also es empfiehlt sich dann schon, mit Leuten zu spielen, die man kennt und wo man dann auch mit denen man eine gemeinsame Taktik erarbeiten kann. Viele der Dungeons sind so ausgelegt, dass sie mehrere Möglichkeiten und Wege haben, wie man dieses Dungeon spielen kann. Das heißt, sie haben also durchaus einen relativ hohen ist ja das deutsche Wort wäre Replayability, Wiederspielwert. Also man kann reingehen und wird durchaus was entdecken, was man vielleicht noch nicht unbedingt gesehen hat, wenn man jetzt nicht haargenau den gleichen Weg wieder geht, den man auch schon vorher gegangen ist. Also dadurch gibt es halt immer die Möglichkeit, was Neues wieder in den Dungeons auch zu entdecken. In weitere Details will ich jetzt einfach nicht reingehen, weil ich lese ja auch immer das Feedback und so, ja, das ist nett, aber das ist zu viel Information schon. Das will ich dann doch so über Details in den Dungeons, deshalb will ich das vermeiden. Ich kann nur sagen, es gibt ein Asura Labor Dungeon, das ziemlich klasse ist. Es gibt in Online-Rollenspielen auch kleine Helferchen, die jetzt nicht zum Kampfsystem gehören, aber die trotzdem das Spielerleben leichter machen. Eins, was in Guild Wars 1 sehr vermisst wurde, war zum Beispiel das Postsystem oder Chatkanäle, die man sich selbstständig erstellen könnte, mit denen man dann in einer Gruppe, die über den gesamten Globus verteilt war, trotzdem reden konnte. Wie sieht das in Guild Wars 2 aus? Postsystem, Chatkanäle? Es wird definitiv komfortabler sein, als es in Guild Wars 1 war. Zum jetzigen Zeitpunkt, das muss ich immer dazu sagen, wenn wir das Spiel bei uns testen, haben wir sowohl ein Postsystem als auch die Möglichkeit, individuelle Chatkanäle zu erstellen. Unter Vorbehalt, wie bei allen Dingen, die sich noch in der Entwicklung befinden, aber es ist halt beides recht praktisch, ja. Vor wenigen Tagen ist in Ungarn ein Interview aufgetaucht, wo klar wurde, dass mit dem Weltenwechsel einige Einschränkungen verknüpft sein werden. Jetzt war aber nicht klar, hat das jetzt nur was mit der Heimatwelt zu tun oder nur mit dem Welt-gegen-Welt-System oder ist es generell angedacht, dass man nicht Welten einfach wechseln kann wie Distrikte und dadurch vielleicht nicht unbedingt mit allen Leuten immer zusammenspielen kann? Es ist richtig, dass es Einschränkungen geben wird. Wir sind halt noch dabei zu gucken, wie wir es auf eine Art und Weise machen können, dass es möglichst schmerzfrei für die Spieler ist, aber es gleichzeitig auch nicht die komplette Balance zwischen Servern zum Beispiel aus den Angeln hebt, weil gerade wenn es eben um dieses Welt gegen Welt PvP geht, macht es wenig Sinn, wenn auf einmal der eine Server am Gewinnen ist und alle Leute denken, hey, ich will jetzt auf der Gewinnerseite sein und gehen dann auf den Server. Das musst du natürlich versuchen zu vermeiden. Wie wir das Problem genau oder wie wir das genau angehen, sind wir halt noch mehrere Sachen am Ausprobieren. Plan ist halt, der Wechsel zwischen Servern für Spieler relativ schmerzfrei zu machen, damit sie mit ihren Freunden zusammenspielen können, es aber eben trotzdem so zu machen, dass es nicht das gesamte Welten-PvP durcheinander bringt. Aber an den Details arbeiten wir halt noch. Wo wir gerade über Welten sprechen, es kam in unserem Forum und ich nehme an in der gesamten Community öfters mal wieder auf, und zwar die Bitte nach PR-Servern und PR-Systemen in das Spiel einzubauen. RP. Oh, habe ich PR gesagt? Ja, natürlich RP-Systeme einzubauen. Sprecht ihr zumindest zum Beispiel eine Empfehlung aus für eine Welt, wo man sagt, hier, wenn ihr RP betreiben wollt, dann fokussiert euch vielleicht eher auf diesem Chart oder also dieser Welt. Macht ihr da irgendwas?
Also wir diskutieren es. Ich meine, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile mit Rollenspielservern. Du kannst mehrere Wege gehen. Du kannst halt sagen, du kannst halt einen Server, kannst ein RP dran schreiben und das ist dann dein offizieller Roleplay-Server. Du kannst die Community sich quasi selbst organisieren lassen, dass sie quasi sich zusammentun und sagt, das ist jetzt der inoffizielle Roleplay-Server. Beide Varianten haben Vor- und beide Varianten haben Nachteile. Und wie gesagt, wir lesen das ja auch. Und wir gucken halt, was wir machen. Und wie Erik in dem Interview mit der ungarischen Zeitung eben ja oder dem ungarischen Magazin ja auch gesagt hat, sobald wir da dann eine Lösung für haben oder uns zu irgendwas entschlossen haben, werden wir es natürlich sofort all unseren rollenspielbegeisterten Leuten auch mitteilen. Und natürlich die Frage schlechthin, die sich jedem Rollenspieler stellt, langsam gehen. Ist eine Funktion, die momentan nicht drin ist. Wir haben nie gesagt, dass wir es nicht machen werden. Wir haben allerdings auch nicht gesagt, dass es bei Launch dabei ist. Ich denke, es hängt davon ab, ob es im Gegensatz zu dem, was die Spieler immer denken, dass es eigentlich ja total einfach wäre, ist es eben nicht, weil du musst sämtliche Animationen an alle Rüstungen anpassen, an sämtliche Rassen. Es ist halt eben anders, ob ein Charakter jetzt läuft oder geht, einfach durch das komplette Skelett, das unter dem Charakter liegt. Und dann eben muss er sehen, dass es mit jeder Rüstung, mit jeder Waffe, keine Clipping-Sachen, das ist eben nicht mal eben so, wenn sie laufen können, können sie auch gehen. So einfach ist es eben leider nicht. Ich schließe nicht aus, dass wir es als Funktion einbauen, eben auch, weil es als eine der Features ist, die gewünscht wird. Aber ich kann halt nicht versprechen, dass es eins der Features ist, die beim Launch des Spiels dabei sein werden. Es hängt halt davon ab, wie viel Zeit wir haben und oder was unsere Artists halt sagen. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Grund, warum es überhaupt nicht möglich ist. Keine Ahnung. Dinge, die beim Launch ebenfalls nicht dabei sind oder sein werden, sind Mounts. Zumindest ist das im Moment der offizielle Standpunkt. Wie sieht es mit der Engine aus? Würde die Engine grundsätzlich die Verwendung von Mounts und auch von Flugmounts unterstützen? Also könnte man sich vorstellen, in irgendeinem Add-on tatsächlich dann mal zu sagen, man kann über die Welt fliegen? Wird das gleich mit berücksichtigt in der Programmierung und in der Gestaltung von den Arealen? Gute Frage. Da ich jetzt nicht so tief in der Entwicklung drin bin, kann ich da wenig zu sagen. Ich meine, ich weiß, dass unsere Engine in der Lage wäre, wohl mit Weiterentwicklung oder, wie gesagt, ich bin halt kein Entwickler, Mounts zu unterstützen, Flugmounts. Da wir eine Z-Achse haben, würde ich sagen, ist es prinzipiell erstmal nicht unmöglich. Generell ist meine persönliche Meinung, wenn man fliegt auf Flugmounts, verliert man so ein bisschen die Perspektive für die Welt. Das heißt, wenn du auf dem Bodenlevel bist, dann siehst du auf einmal, wie gewaltig diese Chart-Zitadelle ist, die vor dir auftaucht. Wenn du jetzt mit deinem Flugmount einfach nur oben drüber fliegst, ist halt ein Gebäude da unten auf der Erde. Das heißt, so ein bisschen die Perspektive für die Gewaltigkeit der Welt geht ein bisschen verloren, wenn man einfach über alles drüber fliegt und dann irgendwie, das ist meine persönliche Meinung. Also Mounts, wie gesagt, nicht zum Launch, ist das aber nicht so, dass wir gesagt haben, wir würden nie Mounts machen. Aber wenn wir Mounts machen wollen, dann wollen wir es auch richtig machen. Jetzt heißt das Spiel Guild Wars. Über das Gildensystem ist allerdings noch nicht bekannt. Ich nehme an, wir werden aus dem Interview auch nicht mit mehr Informationen rausgehen. Die einzige Information, die ich dir geben kann, ist, dass wir ein ganzes Team haben, das sich mit eben den Gildenfunktionen und überhaupt den ganzen anderen so sozialen Interaktionsfunktionen des Spiels befasst und daran arbeitet und dass das, was ich bisher gesehen habe, an dem sie arbeiten, sehr klasse ist und meiner Meinung nach alles übertrifft, was ich persönlich bisher von Gilden in MMOs gesehen habe. Aber Details kann ich dem leider nicht geben, weil wir halt noch an verschiedenen Stellen schrauben, basteln und gucken, hey, funktioniert das so gut, funktioniert das so gut. Ist halt wieder wie eins der Features, wir wollen erst drüber reden, wenn wir wirklich damit zufrieden sind, wie es aussieht und sagen, ja, so bauen wir es auch ins Spiel ein. Also wir werden definitiv ein Gildensystem haben und es wird definitiv gut werden und es wird besser sein als das von Guild Wars 1. Auch ganze Teams arbeiten bei euch an den ganzen Völkern. Die Sylvari sollen redesigned werden. Wie weit ist man da mittlerweile vorangeschritten? Es geht gut voran. Wird man demnächst was sehen? Demnächst ist ein weiter Begriff. Lass es mich so sagen, die Sylvari sind nicht das Nächste, was wir den Leuten präsentieren werden, nein. Aber die Arbeiten gehen gut voran und es wird nicht mehr ewig dauern, bis man dann auch die neuen Sylvari zu Gesicht bekommen wird.
Was wird? Kristen ist schwer im Stress und kommt immer schon und so, meine Sylvari. Also Kristen ist immer ganz unruhig und will immer sofort auf die Boards und über ihre Sylvari erzählen, aber wir bremsen sie dann immer so, nein, wenn, dann schön mit Videos und Fotos, wenn, dann kriegen deine Sylvari die ganze Woche. Wenn die Sylvari nicht die nächsten sind, was wir sehen, was sehen wir denn dann als nächstes? Eine neue Klasse. Zeitrahmen? Relativ bald. Ihr plant ja auch nicht unbedingt auf Jahre im Voraus, sondern das, was fertig wird, habt ihr ja mal gesagt, das wird dann auch irgendwie in den Plan reingebaut. Wie sieht denn der Plan, sagen wir mal, bis zum Herbst aus, wenn es dann wieder auf die Messen geht? Was werden wir bis dahin denn noch alles sehen können? Dir ist klar, dass ich dir auf die Frage nicht antworten darf. Wir haben noch einiges geplant, was wir, bevor wir dann auf den Messezirkus einsteigen, was wir an Informationen rausgeben wollen. Aber leider darf ich dir darüber keine Details momentan verraten. Sonst würde mich mein Chef umbringen. Okay, dann frage ich noch 4 kleine andere Fragen. Und zwar, da du ja Community Manager bist, es wird die Extended Experience geben. Wird es dazu dann auch offizielle Foren oder Community-Plattformen geben, die direkt von Guild Wars 2 sind? Oder wollt ihr weiterhin auf die Fan-Organisation setzen, wie jetzt im englischen Sprachraum Guild Wars 2 Guru oder in Deutschland War Tower oder Online-Welten? Wir schauen uns das halt an und wir gucken halt in jede Richtung. Also auch da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Wird es Community-Tools geben, mit denen Fans Sachen entwickeln können? Jetzt nicht unbedingt für Add-ons, sondern zum Beispiel, dass es eine API gibt, dass man Sachen von außerhalb des Spiels programmieren kann, dass man zum Beispiel Sachen auslesen kann oder zum Beispiel mit der Gilde chatten, ohne dass man jetzt im Spiel ist. Auch das sind Dinge, wo wir halt gucken, ob wir es machen können oder nicht. Ich weiß, dass Rick Ellis, also der Mann, der unsere Extended Experience macht, der übrigens auch Steam entwickelt hat, also durchaus ein fähiger Mann, guckt. Also ich glaube, er ist, glaube ich, ein Freund von APIs. Es ist halt immer alles, es klingt immer alles so einfach, aber es hat halt alles immer sehr viele weitreichende Folgen, weil wenn du A machst, musst du B machen und dann musst du C beachten und deshalb ist auch da schauen wir gerade, was machbar ist und was wir machen können. Generell ist Community für uns super wichtig und wir wollen natürlich der Community da noch möglichst viel an die Hand geben, um eben eine lebendige und erfolgreiche Community auch zu haben, die Spaß hat auch mit dem Spiel und allem drumherum. Okay, Martin, dann danke ich dir für deine Zeit und für die vielen Informationen. Ja, gerne und schade, dass ich wie immer Fragen nicht beantworten konnte. Wenn wir dann mal irgendwann live sind, dann kann ich alles beantworten, aber dann kennst du auch alles schon. Okay, danke. Tschüss.